It's lovely to see all of you. Es ist schön, euch alle zu sehen. And as I said last night at the small in-house meeting, Und wie ich es gestern Abend im Starttreffen in der Gemeinde gesagt habe, this conference really is something that I really look forward to ist diese Konferenz etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue. during the year. Das ganze Jahr über schon. And the reason is obvious. Und der Grund ist ja ganz offensichtlich. Cheese and chocolates. Käse und Schokolade. No, my wife has prevented me from eating chocolate. Meine Frau hat mich davon abgehalten, zu So Schokolade zu that essen. particular avenue of pleasure has been closed. So diese Art von Vergnügen steht mir jetzt nicht mehr zur Verfügung. All jokes aside, Bitte. all jokes aside, So, jetzt lassen wir die Witze zur Seite. I really look forward to this conference, and it's wonderful to be with you tonight. Ich freue mich auf diese Konferenz und es ist schön, mit euch zusammen da zu sein. It's always a challenge to, or let me rather say, I'm at a disadvantage Es ist eine Herausforderung, weil wir da ein kleines Handicap haben, because English is my second language. weil die englische Sprache eigentlich meine zweite Sprache ist. So I'm thinking in my mother tongue, In meinem Kopf denke ich in meiner and Muttersprache, then it has to come out in English, das kommt dann in Englisch raus and then Stefan has to turn it into German. und dann muss ich es noch in Deutsch rüberbringen. So it's quite a process, and I hope that you'll be able to follow us. Das ist wirklich ein richtiger Prozess und natürlich hoffen wir, dass ihr mitkommen könnt in As diesem we Prozess. do our best tonight and tomorrow and Sunday, Wir geben sicher unser Bestes heute Abend, morgen und am Sonntag auch. to just share what is upon our hearts, Wir teilen, was auf unserem Herz ist mit euch, what is real to us, was wir für real erachten, what has become real to us. was auch in der Vergangenheit für uns zur Nahrung geworden ist. Not that we've been perfected in any of it, Nicht, dass wir da schon perfekt geworden wären, but we look, like Paul says, we look forward, aber so wie das stretch ourselves out. Paulus das formuliert hat, wir strecken uns aus danach. So just one or two formalities. Das waren jetzt die Formalitäten. Thank you for that. Ist alles okay soweit? It's very, very sunny out here in Also autumn. hier vorne scheint noch sehr stark die Sonne. Thank you to Andreas and the team for hosting us, Andreas, danke auch dem Team, dass ihr uns Catherine, begrüßt habt, auch Katrin, and the lovely food that we always get. und das feine Essen, das wir genießen. And just a special mention also to Thomas and Regula, in whose house I always stay when I come. Und ich möchte auch speziell Thank you. Thomas und Regula erwähnen, da in ihrem Haus, da dürfen wir jeweils wohnen. Truly appreciate it, and just want to show my gratitude. Und ich möchte das einfach zum Ausdruck bringen mit meiner Dankbarkeit. Ich schätze das sehr. So the first 6 years that I came to Switzerland, I always came predominantly in spring. Während der ersten 6 Jahre, in denen ich die Schweiz besuchte, da kam ich ja jeweils im Frühling. And I particularly loved spring because of the tulips. Ich liebe den Frühling sehr, weil da die Tulpen blühen. But in the last 4 or 5 years, I've been coming in autumn. Aber in den letzten 4, 5 Jahren habe ich gewechselt And zum Herbst. I have truly fallen in love with what autumn looks like in this beautiful country. Ich kann wirklich sagen, ich habe mich in den Herbst in der Schweiz verliebt. Where I'm from, Da, wo ich herkomme, all the seasons kind of blend into one. da sind all die Jahreszeiten ein bisschen immer dieselben. Es ist alles ein großer Mix. Our trees do not change color. Unsere Bäume, die wechseln nie die Farben. It's 24 degrees in winter. Es ist 24 Grad auch im And Winter. so I honestly look forward to coming here and getting cold. So ehrlich, It's ich the truth. freue mich, wenn ich hierher kommen kann und ein bisschen kalt And if you habe. see me looking out that window from time to time, I'm looking for snow. Und wenn ihr mich dabei erwischt, wie ich ein bisschen rausschaue, ich halte Ausschau nach dem ersten Schnee. Always looking for snow. Ich halte immer Ausschau nach Schnee. Well, I can carry on talking. I feel so at home here at the moment. Ich könnte jetzt so weiterfahren, einfach weil es so sich wie zu Hause anfühlt. It's a good thing. It's Das a ist good eine thing. gute It's a good thing. Sache. But I guess I have to get to the topic, otherwise they might not invite me again. Also vielleicht komme ich jetzt doch langsam zum Thema, weil ich sonst keine Einladung mehr kriegen werde. So I want to be a good boy tonight.
Ich möchte heute Abend ein anständiger And I Junge want to sein. stick strictly to the topic that we were given. Also ich gehe stracks auf das Thema zu. Because I feel I have a suspicion nobody else is going to do that. Weil ich so eine kleine Ahnung habe, dass sonst niemand so So macht. I thought that maybe we start tonight by addressing the topic. So habe ich mich dazu entschlossen, ich packe den Stier bei den Hörnern gleich rein ins Thema. And the topic that we were given is stewardship. Das Stichwort, das Andreas uns gegeben hat, ist dieses Stichwort der Stewardship. Verwalterschaft. Stewardship. So tonight I'm going to start very broadly. Ich werde das in einem ersten Schritt sehr breit anschauen. And as we move on through, at least throughout my sessions, I want to funnel it more direct and more concentrated. Und durch meine Beiträge, durch die ganze Konferenz hindurch, werde ich da noch ein bisschen präziser, exakter reinzoomen. So basically we start with a shotgun Also wir beginnen mit dieser großen Kanone and we end with a sniper. und am Schluss dann das kleine, feine Sniper. Waffe, Yeah? die ganz genau treffen wird. Okay. Genau, Scharfschütze. That one. Danke. Okay. What does it mean to be a steward? Was bedeutet es, ein Verwalter zu sein? What does God expect from us when He calls us stewards? Was erwartet Gott von uns, wenn er uns als Verwalter betrachtet? Is it an honorable position? Ist das eine Position, von der man Ehre beziehen kann? Or is it a title given to a slave? Oder ist das ein Titel, den man einem Sklaven verabreicht? Is it a function given to slaves so they feel better about themselves? Ist das einfach so ein Titel, den man einem Sklaven zuspricht, damit er sich ein bisschen besser fühlen wird? Or is stewardship really what we were created for? Oder ist diese Verwalterschaft das, wofür wir eigentlich geschaffen wurden? An honorable function. Eine ehrenhafte Funktion. Let's take just one moment for a little bit of Greek. Wir nehmen uns einen ganz kleinen Moment mit einem Blick ins Griechische. Two words in the New Testament that's generally translated as steward. Es gibt da zwei Begriffe, die aus dem Neuen Testament mit dieser Verwalterschaft übersetzt The werden. first one is epitropos, Das erste ist der Begriff Epitropos, which seems to more point towards the function of a tutor or a teacher. das ist ein Begriff, der mehr so Richtung eines Lehrers geht. But the one we want to function or we want to focus on, or that I'm going to be focused on, is oikonomos. Und der zweite Begriff, den ich ein bisschen genauer betrachten möchte, ist dieser Oikonomos. Oikos, Haus, Oikos nomos. und Nomos. And when you put them together, Wenn man die zusammenfügt, they are translated in the New Testament as a steward. gibt es dann am Schluss diesen Verwalter. Now, you know, oikos means house. It's actually been mentioned already. Es wurde ja bereits erwähnt, Oikos, das heißt Haus. And when the Bible, when the Greek speaks of oikos, it's not talking about the bricks and the doors and the windows. Und wie schon erwähnt, ist Oikos im Griechischen, dahinter steckt nicht das Bild von einem Haus mit Backsteinen und Dach und so, But it means house in terms of the family, the people, the relationships. aber es bezieht sich auf den Begriff der Familie, der Beziehungen. Nomos Nomos, der andere Begriff, is that which is typically used for law. dieses Nomos wird normalerweise übersetzt mit dem Stichwort Gesetz Or customs, oder die Gebräuche, commands, die Befehle, precepts, alles was vorgeschrieben wird, principles, die Prinzipien, rules of action, die Regeln, wie man es macht, or guidelines. oder diese Richtlinien. And so when we put these two words together, Wenn wir also diese beiden Begriffe zusammennehmen, oikonomos, dieser Oikonomos, what we find is we're looking for a steward, ist, dass da Ausschau gehalten wird nach einem Verwalter, is someone who has responsibility for a family or for family affairs. das ist jemand, der verantwortlich ist für die Familienangelegenheit, According to the principles and the rules of that family. so wie es gemäß der Regeln in dieser Familie eben abgehalten wird. Slightly interesting Das ist ziemlich interessant, is if you say the word quickly, oikonomo, wenn man das sehr schnell sagt, Oikonomos, you will also hear an English word in there, da klingt doch ein anderer englischer Begriff mit. economy. Dieser Begriff Wirtschaft. And this is actually where we find, this is where our English word economy comes from. Und es ist tatsächlich so,
daher kommt unser englischer Begriff für An Wirtschaft. economy Economy. is the flow of resource Das ist also dieser Fluss von Quellen, according to certain rules. so wie das eben festgeschrieben ist in den Regeln. The most simplest form of economy we all know Diese sehr einfache Form von Wirtschaft, die kennen wir is alle, that of fiscal economies. ist diese Steuerwirtschaft. In other words, how our financial economies operate. Mit anderen Worten, so wie eben unsere Finanzen fließen. Money is something that always moves from one place to another. Wir wissen, dass Geld immer in Bewegung ist vom einen Ort zum anderen. And the oikonomos Und dieser Ökonomos are the people that are responsible for moving it according to the rules set out by government prescription. Verwalter ist eben der schaut, dass das Geld, so wie es die Regierung vorsieht, von einem Ort zum anderen zum richtigen Ort fließen kann. So, just 3 quick core ideas about stewardship. Also zuerst 3 kurze Kernaussagen zum Stichwort der Verwalterschaft From a biblical perspective. aus der Perspektive der Bibel. Number 1, Nummer 1, the steward der Verwalter, stewards on behalf of someone else. der verwaltet im Namen von jemand anderem. And I think this is one of the most important principles that's locked into stewardship. Und das ist eines der wichtigsten Prinzipien, das in diesem Wort eingeschlossen Is ist. that whatever you're stewarding, Egal was ich verwalte, whatever economy you are part of and redistributing and distributing, egal nach welchen Regeln der Verwalter da verteilt und umschiebt, whatever the commodity is that you're responsible for, wie auch immer dieser Auftrag aussieht, aus dem heraus du Verwalter bist, the most important thing to understand, das Allerwichtigste, das du verstehen musst, it's not yours. ist die Tatsache, da gehört dir nichts. It's someone else's. Das gehört jemand anderem. There is an owner. Da gibt es einen Besitzer, There is a source. da gibt es eine Quelle. Maybe a simple way to look at this Eine einfache Art, wie man es auch sagen kann, would be like a pumping system from a dam ist vielleicht so wie ein Pumpsystem von einem Damm, or a water supply. so die Wasserversorgung. When I was still involved in engineering, I worked in Northwest Africa. Als ich noch in meinem alten Beruf war als Ingenieur, da arbeitete ich auch in And I was Nordwestafrika responsible for designing a water pumping system. und ich hatte die Aufgabe, ein Wasserpumpsystem And aufrechtzuerhalten. so to be a steward Und meine Aufgabe als Verwalter is war not to be the water. ja nicht, ich muss nicht das Wasser sein, It's also really not to be the pump, ich muss auch nicht die Pumpe sein, because it's by grace. weil durch Gnade bin ich. But to be a steward means to be the pipe. Aber ein Verwalter zu sein bedeutet, diese Leitung, dieses Rohr zu sein. One who receives Jemand, der etwas empfängt and is able to freely give again that which he had received. und der dann auch in der Lage ist, frei weiterzugeben. So the first thing that I think we need to look at when we think about stewardship Das Erste, was wir ins Blickfeld kriegen wollen, wenn wir über diese Verwalterschaft nachdenken, is that the water does not belong to us. ist diese Tatsache, das Wasser gehört uns nicht. We are not the source. Wir sind auch nicht die Quelle. We are employed by God. Wir sind von Gott angestellt. Yes, angestellt is a much better word. We are employed by God Wir sind Angestellte Gottes, to be only conduit. so dass wir das ausführen können für ihn. Now, we're not talking yet about what we are conduits of. Wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, was denn genau der We're Auftrag ist. just taking a little bit of time to explain how we conduct. Wir wollen einfach ein bisschen genauer darüber nachdenken, wie wir ausführen, was wir Second ausführen core sollen. principle Das zweite Kernprinzip zum Stichwort der is that Verwalterschaft. as stewards we redistribute, Als Verwalter verteilen wir neu, not according to our own rules, nicht gemäß unseren eigenen Regeln, not according to our own principles and what we feel is best, nicht gemäß unserer eigenen Regeln oder dem, was wir das Gefühl haben, was jetzt das Beste sein As soll. stewards, not only does the water not belong to us, it's not ours.
Wir haben festgestellt, als Verwalter gehört uns das Wasser ja It gar doesn't nicht. come from us. Es kommt nicht von uns. But we are also responsible to distribute it according to the source. Wir müssen als Verwalter gemäß der Quelle das Wasser weiterverteilen. In the way that the source wants it redistributed. In der Art und Weise, wie die Quelle das Wasser verteilt haben will. So we are stewards. We redistribute on behalf of someone else. Wir halten fest, wir verteilen weiter im Namen von jemand anderem. We do it according to the principles of that someone else. Und das tun wir gemäß den Regeln von diesem jemand anders. And we keep always in mind that the goods we redistribute, they are not ours. Und wir halten im Hinterkopf immer bereit, die Güter, die wir verteilen, gehören uns gar nicht. Now what we are really busy describing here Was uns so beschäftigt, das hier genau so zu beschreiben, is the function of the human race. ist die Funktion der menschlichen Rasse. We're really talking about why we exist. Wir sprechen davon, warum wir überhaupt existieren. We are channels. Wir sind Kanäle. We are gates of heaven. Wir sind diese Tore des Himmels. The New Testament will use terms like Das Neue Testament benutzt Begriffe dafür. don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Einen, den wir kennen, wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Don't you know that you are the redistributor? You are the channel through which the Spirit of God moves. Wisst ihr denn nicht, dass ihr diese Verteiler seid? Ihr seid die Verteiler dessen, was Gott geben Don't you möchte. know that God wants to dwell within you? Wisst ihr denn nicht, dass Gott in euch wohnen will? And that your responsibility Und eure Aufgabe, eure Verantwortung is ist to es, distribute ist weiterzugeben. grace, Gnade, life, Leben, the Spirit of God. den Geist Gottes. Not according to your rules and your Nicht principles, gemäß deinem Verständnis, deinem Regeln, deinen but Prinzipien, according to the principles and the rules of He who is sondern gemäß der Regeln von ihm, der ist. Spirit, Geist, life. Leben. When we say steward, Wenn wir den Begriff der Verwalterschaft to verwenden, some degree we are summarizing what God had in mind when He made humans. dann fassen wir bis zu einem gewissen Grad zusammen, was Gott sich ausgedacht hat, als er die menschliche Rasse schuf. And this is not a derogative term, Und das ist kein Begriff, der uns irgendwie runtersetzen but soll. really is a term of the greatest honor. Es ist in Tat und Wahrheit anders. Es ist eigentlich die größte To Ehre, be the pipe, diese Leitung, dieses Rohr sein zu to be dürfen, the channel, diesen Kanal to sein zu be dürfen, the chosen vessel das auserwählte Gefäß sein zu dürfen, through which God wants to make Himself known. durch welches Gott sich selbst dieser Welt vorstellt. I see they've got water in wine glasses here tonight, so please don't pray too hard, that might turn into wine. Then we got real trouble. Also ich habe festgestellt, wir haben hier vorne Wasser in einem Weinglas, also bitte betet nicht zu streng, sonst wird es tatsächlich Wein. This is not a derogatory term. Das ist kein Begriff, der uns runtersetzen soll. This is not a term we give to servants and slaves to make them feel better about themselves. Das ist auch kein Begriff, den man einem Diener oder einem Sklaven gibt, damit er sich ein bisschen besser fühlt. It is a term of the highest honor, Es ist ein Ausdruck der höchsten Ehre. that God wants to make Himself known through people. Durch Menschen macht sich Gott bekannt in dieser Welt. Yes, we might be broken vessels, Ja, wir sind vielleicht auch diese zerbrochenen Gefäße, but it is His choice. It is His choice aber es ist eben seine Wahl, to make Himself known through these broken vessels. dass er sich durch diese zerbrochenen Gefäße in der Welt We did bekannt not machen choose will. this. He chose it for us. Das haben wir uns nicht selber ausgewählt, das hat Gott für uns erwählt. And it is not humble to say, I am not worthy. Und es ist nicht demütig zu sagen, ich bin ja gar nicht wert. In fact, it is obedience to say, this is what I was made to be. Es ist auf der anderen Seite einfach ein Akt des Gehorsams zu sagen, das bin ich, so bin ich gemacht. This is why I exist. Darum lebe ich. 3 quick characteristics from Luke 12:42. 3
schnelle Charakteristika aus Lukas 12. Number 1, Nummer 1. just to prep everyone, it's not possible for me to read all the scriptures. It will take too long. So I give you the scriptures. You can read them in your own time. Most of these you know already, just so that we save time. Also wir haben abgesprochen, dass wir nicht die Bibelstellen vorlesen, auch aus Zeitgründen, weil es Bibelstellen sind, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Ich nenne sie einfach und ihr schreibt sie brav auf, dann ist alles gut. Number 1, Nummer 1. a steward has to be faithful. Ein Verwalter muss treu sein. A steward has to be faithful. Er muss treu sein. What does it mean to be faithful? Was bedeutet das? Well, in the English language, Die englische Sprache, you could dissect the word faithful in der englischen Sprache kannst du das Wort faithful auseinandernehmen to be full of faith. und das umkehren und sagen, voller Glaube. In other words, a good steward Ein guter Verwalter is also one ist einer, in which God, or in whom God durch den Gott is full of faith towards the steward. bringt zum Ausdruck, Gott sieht diesen Verwalter voller Glauben. Let me put it in a better way. Ich sage es noch ein bisschen besser. God can trust the steward. Gott kann diesem Verwalter trauen. Faith, in essence, means to trust. Das ist hinter diesem Begriff Glaube. Ich kann vertrauen. My friends, Freunde, God is looking for people he can trust. Gott hält Ausschau nach Menschen, denen er vertrauen kann. Because what he wants to channel through us, Weil es so ist, dass das, was er durch uns hinein als Kanäle geben will, what he is giving us custodianship of, diese Wächterschaft, die er uns übergibt, is not primarily da geht es nicht zuerst darum, buildings, Gebäude, money, Geld, organizations. die Organisation. These things are implied. Diese Dinge kommen einfach so mit. But these are not the things that the scriptures focus on Aber du findest keine Bibelstelle, wo der Fokus darauf when gelegt it wäre, speaks about stewardship. wenn von dieser Verwalterschaft Of die Rede course, ist. of course. Natürlich God expects us to be good stewards of finance. erwartet Gott von uns auch, dass wir gute Verwalter über Finanzen sind. But as the New Testament says, these are the least of things. Aber wie es das Neue Testament sagt, das sind die letzten, die kleinsten Dinge davon. And so the question beckons, Die question is, Die Frage bleibt, what are the things the New Testament speak about that God through the scriptures directly say, these are the things you are the stewards of? die Frage ist, was steht denn wirklich in der Bibel, was wir denn verwalten sollen? Finances maybe is implied. Finanzen, ja, ist vielleicht ein bisschen mitgemeint. Jesus told parables of financial stewardship. Jesus hat ja Gleichnisse erzählt von dieser Verwalterschaft über Finanzen. But never forget they were parables. Aber vergesst nicht, das waren Gleichnisse. They were methods. Das waren Bilder, Metaphern, They were pictures Bilder of greater realities. von einer größeren Realität. So if you go and have a look in the New Testament, Wenn wir also ins Neue Testament reinschauen, there are three specific things da gibt es 3 spezifische Dinge, that are directly mentioned die direkt angesprochen werden. as the things that God has given us stewardship over. Dinge, von denen wir lesen können, darüber hat Gott uns die Verwalterschaft gegeben. And we'll get to them in a moment. Wir kommen gleich dazu. I'm busy with 3 characteristics of stewards. Ich bin ja immer noch dran, diese 3 Charakteristika der Verwalterschaft zu Number nennen. 1 was a faithful steward, Nummer 1 war dieser treue Diener, trustworthy. vertrauensvoll, vertrauenswürdig. Paul uses a term of Timothy. Paulus verwendet diesen Begriff mit Blick auf Timotheus. It's kind of like an apprentice of Paul, Es war so ein bisschen was wie ein Lehrling von a Paulus. son in the faith. Mein Sohn im Glauben nennt er ihn einmal. And one of the things he says about Timothy is trustworthy. Eines, das Paulus über Timotheus sagt, er ist vertrauenswürdig. It just come to my mind now, so I haven't prepared the scriptures or the exact words, but Es kommt mir gerade durch den Kopf, ich habe die Bibelstelle gerade nicht zur Hand. there is a term that Paul uses of Timothy. Aber es gibt diesen Begriff, den Paulus braucht, wenn er an That Timotheus denkt, in essence it means to be trustworthy, der am Ende bedeutet, er ist vertrauenswürdig. but literally it meant
Aber wortwörtlich heißt es, one who doesn't file the edges of the coins. heißt eigentlich übersetzt, einer, der nicht an den Münzen rumreibt. One who doesn't take coins, file off the edges and make new coins of the filings. Also einer, der nicht aus... Yeah, it's That's a big story. It's a big story. It's a big story. Shall I say it again? No, I'm okay. I'm just trying to You find get a it? German Okay. picture I'll there. give you a moment. I'll have a sip. You know what I mean. Ja, ja. The current coins have got serrated edges for this Also reason, die right? Münzen damals, die hatten ja diese geriffelten Ecken, also Kanten. Und das Bild war, Timotheus schleift diese Münzen nicht flach. So the term that he used of Timothy, Das war der Begriff, den er mit Blick auf Timotheus Meant. verwendet. Was es that bedeutet, Timothy was of the type of character Timotheus hatte also diese Art von that was Charakterzug, completely honest. der war total ehrlich. He could be trusted. Man kann ihm vertrauen. Paul could trust Timothy. Paulus konnte Timotheus vertrauen. Stewards have to be faithful and trustworthy. Also ein Verwalter, dem muss man vertrauen können, weil er voller Glaube The ist. second one found in Luke 12:42. Der zweite Charakterzug Zug aus Lukas Kapitel 12, Jesus says here, da sagt Jesus, a steward must be wise. ein Verwalter muss weise sein. A steward must be wise. Ein Verwalter muss weise sein. The word wise here means someone who thinks things through. Weise bedeutet hier einer, der die Dinge durchdenkt. It speaks of someone who calculates his steps. Da ist die Rede von jemandem, der seine Schritte gut durchdenkt. It speaks of someone who is cautious when proceeding. Da ist die Rede von jemandem, der mit wachem Geist, mit wachen Augen. In fact, I was a little bit disappointed when I read this word Wenn ich ehrlich bin, ich war ein bisschen enttäuscht über diesen Begriff, because it didn't sound so spiritual to me. weil das war eigentlich gar nichts Geistliches, als ich das las. The word simply means Das Wort bedeutet ganz einfach, the man is prudent. der Mann ist vorsichtig. Not only vorsichtig, but he calculates before he moves. Also nicht nur vorsichtig, sondern der berechnet zuerst, bevor er sich in He has Bewegung learned setzt, from experience. weil er aus der Erfahrung gelernt hat. He's not led astray by cheap talk. Er ist also nicht abgelenkt durch dieses billige Geschwätz. Wise. Weise ist er. Lastly, the characteristic we see here, and it's actually kind of a result, Und als Resultat dieser dritte Charakterzug, is Jesus says, if I find a faithful and a wise servant, wo Jesus sagt, wenn ich einen treuen und weisen Diener finde, I will make him ruler of everything I have. dann setze ich ihn als Herrscher über alles. The word ruler here Dieser Begriff Herrscher means one who governs, ist einer, der regieren kann, one who steers, einer, der steuert, one who forms. einer, der formt. And so we see something very simple here, Und wir sehen ein sehr einfaches Prinzip hier. that stewardship has a result. Verwalterschaft hat ein Resultat. And in fact, what we really see here is we really see Genesis here. Wenn wir es genau betrachten, dann sehen wir eigentlich das erste Buch Mose hier. That when God created us, Als Gott uns schuf, we really expected us to be stewards. da hat er uns so geschaffen mit der Erwartung, dass wir diese Verwalter sein werden. That He really has an intention Er hat eine bestimmte Absicht für to put uns. things in our hands. Deshalb gibt er uns Dinge in unsere Hände. And that He is willing to take the risk of our mistakes. Also Gott rechnet damit, nimmt das in Kauf, dass wir dabei auch Fehler machen. He's willing. Er ist bereit, dieses Risiko einzugehen. One simple example. Ein einfaches Beispiel, The earth die Erde belongs to God. gehört ja Gott. Is that okay? Everyone? Some places I come from, they believe the earth is the devil's. I'm not sure how Also that happens. ist das klar, an anderen Orten, wo ich hinkomme und darüber spreche, haben die Leute den Eindruck, ja, die Erde ist vielleicht sogar vom Teufel. The earth is God's, right? Die Erde gehört Gott. But to whom did He give the stewardship? of Aber the earth? wem übergab er die Verwalterschaft über die Erde?
To the devil? Dem Teufel? No. Nein, Us. uns. Us. Uns. Us. Uns. We are the stewards. Wir sind diese Verwalter. If we allow plastic Wenn wir Plastik halt zulassen, in our oceans, das da in unseren Meeren rumdümpelt, plastic will be in our oceans. dann wird da in unseren Meeren halt Plastik vorzufinden sein. We are the stewards. Wir sind die Verwalter. Don't get spiritual on me. Das ist nicht speziell geistig jetzt. We are stewards. Wir sind die Verwalter. We have to be wise Wir müssen weise sein, because this earth is not ours. weil diese Welt, die gehört uns nicht. These oceans, they are not ours. All die Meere, die gehören uns nicht. We are only stewards. Wir sind lediglich die Verwalter. We are stewards of what has been placed in our hands. Verwalter dessen, was in unsere Hände gelegt wurde. We forget our responsibility. Wir vergessen unsere Verantwortung. Sometimes our theology allows us to forget our responsibility. Manchmal ist es so, dass sogar die Theologie es uns erlaubt, das zu vergessen, was wir Sometimes our verantwortlich sind. eschatologies Unsere Eschatologie erlaubt allows es uns, us to forget we are the stewards. macht die Türe auf, dass wir vergessen, weshalb und wozu wir Verwalter May sind. God help us. Gott möge uns da zur Hilfe kommen. When He created us, Als er uns schuf, He put things in our hands. da gab er gewisse Dinge in unsere Hände. And guess what? Und ratet mal, He hasn't taken it back yet. er hat es nicht zurückgenommen, bis jetzt nicht. He has never taken it back. Nie hat er es zurückgenommen, Because God has a dream weil Gott einen Traum verfolgt, that His children dass seine Kinder will be faithful and wise. voller Glaube, Treue, weise Verwalter sein werden. What is man Wer ist der Mensch, that God's mind is full of him? dass Gott voller Gedanken für ihn ist? Because we are the stewards. Weil wir diese Verwalter sind. We are responsible. Wir tragen Verantwortung. Okay. Soweit? So when we look at stewardship, Wenn wir also diese Verwalterschaft anschauen, we find three elements. sehen wir 3 Elemente. There is an owner Da gibt es einen Besitzer or the source. oder die Quelle. Then on the other end, Auf der anderen we have Seite the goods. haben wir diese Güter Or in terms of economy, we have the currency oder um es wirtschaftlich auszudrücken, wir haben diese Währung or the commodity. oder das, was wir verteilen sollen. And between the owner and the source, Und zwischen der Quelle, dem Besitzer and the commodity and the currency, und der Währung auf der anderen in the Seite, middle of the two, in der Mitte dieser beiden Pole, stands the steward, steht der Verwalter, the manager, der Manager, a type of a mediator. eine Art Mediator, One that connects to the source einer, der mit der Quelle verbunden ist and at the same time redistributes the commodity. und gleichzeitig weiter verteilt. This is like the ancient definition of what it means to be priest. Das ist diese alte Erklärung für den Begriff der Priesterschaft. What it means to be a royal priesthood. Was es bedeutet, dieses königliche Priestertum zu leben. We connect to the source Wir sind mit der Quelle verbunden and we distribute its life. und wir geben das Leben weiter. It makes me think of the word we find in the book of Genesis. Ich bin daran erinnert, was wir im ersten Buch Mose wiederfinden, When God said that He created us in His image. wo Gott gesagt hat, dass er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. I think I've said a lot about that in this conference over the years. Ich denke, ich habe genug über dieses Ja. Bild, dieses Konzept gesprochen. But let me just do a small revision. Ein ganz kleines Stückchen möchte ich hinzufügen. For many years I believed when I read the word there, we are in His image. Für viele Jahre habe ich, wenn ich diesen Begriff nach seinem Bild geschaffen gelesen habe, habe ich geglaubt, The English misled me.
Da hat mich das Englisch ein bisschen auf eine falsche Fährte gesetzt. Because what I understood by it Weil das, was ich dadurch verstanden habe, is that God looks like me. meine Idee war, Gott sieht aus wie ich. Or alternatively and equally, Oder als Alternative, vielleicht ist es auch gleich, we look like Him. wir sehen aus wie In er. other words, if you could take a photo of God Mit anderen Worten, wenn man von Gott ein Foto machen and you could könnte take a photo of a human und dann nimmst du ein Bild von einem Menschen and you put them next to each other, und du bringst sie nebeneinander, the one will just be a better version of this one. wird das eine die bessere Version des anderen sein. It took me a long time to realize Es brauchte eine lange Zeit, bis ich endlich verstand, that God is spirit. dass Gott ja Geist ist. It was a painful realization Das war eine schmerzliche Entdeckung für mich. at first, Zuerst ja, until I realized that this is the most wonderful reality. bis ich verstand, dass das die allerwunderbarste Realität überhaupt ist. But the word image in the Hebrew Aber dieses Wort Bild aus dem is Hebräischen the word selem. ist dieser Begriff Selem. It's used for things like a shadow of. Es wird verwendet, um zu erklären, ein Schatten von But etwas. quite literally would mean Aber wortwörtlich übersetzt heißt es, something da ist etwas, that in this realm das in diesem Raum, represents something else that is in another realm. das repräsentiert etwas aus einem anderen Raum. And so the function of the word selem, Also die Funktion des Begriffes Selem, sorry, not function, the idea of oder this word die Idee dieses Begriffs, is not about look-alike, handelt sich nicht um Aussehen wie, but that we were created as a representative of Him. sondern es geht darum, dass wir geschaffen wurden, ihn zu repräsentieren. That what He as Spirit is, Davon, das, was er als Geist ist, we in this realm, universe, wir auf dieser Seite, in dieser Realität, im we are Universum, a representation of who He is. wir sind eine Repräsentation davon, wer er ist. Put in another way, Man kann es auch anders ausdrücken, we are stewards wir sind Verwalter of who He is. davon, wer er ist. We are not just stewards of what He has done. Wir sind nicht nur Verwalter dessen, was er gemacht hat. We are not just channels of the power of God. Wir sind nicht nur diese Kanäle der Kraft Gottes. We are not just channels of the hand of God. Wir sind nicht nur diese Kanäle der Hand von But Gott. first and primarily, Aber zuerst und primär mal we are stewards and channels sind wir Verwalter, diese Kanäle of who He is, dessen, wer er ist. His heart, Von seinem Herz, His passion, seiner Leidenschaft, His mind. seinen Gedanken. We run after His hand. Natürlich, wir handeln gemäß seiner Hand, seines Wirkens. But our primary function is to steward who He is. Aber unsere primäre Funktion ist, zu verwalten, wer er ist. To channel it Wir sind die Kanäle, die das weitergeben into this world. in diese Welt hinaus. Because there's a strange principle Weil das ist ein bisschen spezielles Prinzip, that even when God wanted, dass sogar als Gott wollte, when He wanted to save us, als er beschloss, uns zu retten, when He wanted to make all things new, als er beschloss, alle Dinge neu zu schaffen, when He wanted to bring in everlasting righteousness, als er beschloss, eine ewige Gerechtigkeit zu installieren, He had to become a steward Himself. musste er selber ein Verwalter werden. I should have done this, right? Ich hätte es eigentlich Hallo. abdecken sollen. He became a steward Himself. Er selber wurde so ein Verwalter Jesus. in Jesus. Is there any better example Gibt es irgendein besseres Beispiel dafür of steward? von einem Verwalter, Channel, eines Kanals, representative, eines Repräsentanten, fullness of the Godhead bodily. diese Fülle von Gott
an express image of his person. Dieser Ausdruck von der Person Gottes, It's a principle. das ist ein Prinzip. Why didn't God just do this in the spirit? I just need something to clean my, like a serviette or a... Kann uns jemand aushelfen mit etwas Brillenputz? Let me just, because I don't know why glasses are dirty. Have you got anything? Like a serviette or something? Okay, I also got one, yeah? Thank you. So, is it okay if I'm down here? Can you see me? I actually prefer down here, but I'm not allowed down here, am I? Darf ich runterkommen? Ist das okay? Can I do this? Is this allowed in the church? Darf man das in eurer Gemeinde hier? Da muss der Übersetzer wohl auch runter. Are we allowed to do this? Passt? Ja, geht schon. Kamera auch. Okay, but my notes are on there. Dummerweise sind die Notizen oben. Was machen wir jetzt? Thank you very much. When he wanted to save us. Als Gott uns retten wollte. I got my notes are up here, it's a problem. Ja. When he wanted to save us, als Gott uns retten wollte, he became steward himself. Da wurde er selbst zu diesem Verwalter. He didn't have to do that. Er hätte das ja nicht so lösen müssen. Can I ask to put the lights a little bit on? Genau, super. Kann ich ein bisschen Licht wieder haben? I can see you. Schön, jetzt können wir eure Gesichter auch sehen. He could have done it in the spirit. Er hätte ja dieses Erlösungswerk im Geist machen können. Ja. No pain. Keine Schmerzen. No crown of thorns. Keine Dornenkrone. No mockery. Keine Verspottungen. No betrayal. Kein Betrug. No drops of blood. Keine Blutstropfen. Sweat that become drops of blood. Schweiß, der zu Blut wurde. Why become flesh? Warum denn Fleisch werden? God was showing us something. Gott zeigt uns damit etwas. He works through steward. Er arbeitet durch Verwalter. My friends, Freunde, nothing has changed. Nichts hat sich geändert. We are stewards. Wir sind diese Verwalter. We are stewards. Wir sind sie. We have a job. Wir haben eine Aufgabe. 3 things. 3 Dinge. The threes here tonight. Diese 3 Dinge, daran sind wir ja. 3 things. 3 Dinge noch. When we talk about the goods. Wenn wir von diesen Gütern, diesen Waren When sprechen. we talk about the commodities. Diese Dinge, die verteilt werden sollen. The currencies. Diese Währungen. There are three little phrases that we find in the New Testament. Da finden wir dazu im Neuen Testament 3 kleine Sätzchen. That uses the language of we are stewards of. Wo das genauso erwähnt wird. Wir sind Verwalter von. Directly. So direkt zum Ausdruck gebracht. Not in parable. Auch keine Parabeln. Not in picture. Auch kein Bild. Directly. Das ist wortwörtlich so geschrieben. Here are the 3. Die 3. The first one is found in 1 Peter 4 verse 10. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. This is what it says. Und da heißt es, We are stewards. wir sind Verwalter, We are channels wir sind Kanäle of the multifaceted grace of God. dieser vielfältigen Gnade Gottes. We are stewards Wir sind Verwalter of the multifaceted grace dieser of God. vielfältigen Gnade Gottes. Now there's a lot to be said about this. Da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Because immediately from this verse, it should be triggering some stuff. Weil sofort bei uns etwas losgetreten werden sollte. It should immediately worry you slightly. Es sollte uns ein bisschen auseinanderbringen. Because grace is not just something we receive. Weil ja Gnade nicht etwas ist, das wir einfach in Empfang nehmen. Grace is not fully defined by just I made a mistake, I sinned, I asked for forgiveness, I received grace, now I'm forgiven. Also wenn wir Gnade in Empfang nehmen, heißt es nicht, ich habe Mist gebaut, ich empfange Vergebung, ich werde geheilt und dann gehe ich wieder Those los. things are true and right. Natürlich, das ist wahr, das ist richtig.
But how would that tie into being a steward of the grace of God? Aber wie passt das denn dazu, dass ich Verwalter dieser vielfältigen Gnade Gottes sein soll? And how does that fully define the fact that the grace of God has many colors? Und wie passt es dazu, dass es hier beschrieben wird, dass wir Verwalter dieser vielfältigen, dieser bunten, farbigen Gnade Gottes sein sollen? This is a topic on its own. Das ist ein Thema für sich alleine. But I just briefly want to say Aber ich möchte kurz dazu sagen, that grace is not only just for salvation in the sense of I give my heart to Jesus. aber dass es darum geht, es geht nicht nur um Gnade, die ich empfange, wenn ich gerettet werde, weil ich Jesus anerkenne. in There is meinem also Leben. grace for us to mature. Es gibt eben auch diese Gnade, die für uns gilt, damit wir heranreifen können. There is grace that comes that enables us to do what we have been called to do. Gnade, die uns dazu befähigt, auszuführen, wofür wir berufen sind. There is grace, a different color of grace that comes to give us rulership, give us dominion. Es ist diese Gnade, die uns hineinruft, auch diese Herrschaft zu nehmen, zu regieren. But the most important point here Aber der wichtigste Punkt hier ist der, is to make a mindset shift dass wir unser Denken that we ändern, only receive grace dass wir Gnade nur empfangen, we receive it to distribute it. Wir empfangen Gnade, ja, aber sie weitergeben zu können. We should be graceful. Deshalb sollten wir voller Gnade sein. This is why the writers of the New Testament will use terms like grow in grace. Deshalb brauchen die Autoren der neutestamentlichen Schriften den Begriff wachst in der Gnade. Oder Let your speech be filled with grace to the hearer. lass dein Reden gefüllt sein mit Gnade für den, der es hört. The word there is the same, it's charis. Es ist dieser selbe griechische Begriff. That grace is not your grace. Diese Gnade gehört dir nicht. You are steward. Du bist ein Verwalter. We are channel. Wir sind ein Kanal. This is the first thing that the Bible explicitly says, that we are stewards of. Das ist der erste ausdrückliche Ort, wo erwähnt wird, davon sind wir Verwalter. The multifaceted grace Diese of God. vielfältige Gnade The Gottes. second one is found in 1 Corinthians 4, verse 1 and 2. 1. Korinther 4, 1 und 2 ist der zweite Ort. And it says there that we are stewards Und da steht, dass wir Verwalter sind of the mysteries of God. der Geheimnisse Gottes. We are stewards Wir sind die of the Verwalter mysteries. der Geheimnisse Gottes. Now, we don't want to get spooky, Wir wollen uns da jetzt nicht in irgendwelche Geisterstimmung So- versetzen lassen. we would rather just stick to what we know the New Testament teaches as the mystery. Wir bleiben bei dem, was das Neue Testament uns beschreibt, als diese Geheimnisse Gottes. That should no longer be a mystery. Mit anderen Worten, es sollte eigentlich gar kein Geheimnis mehr sein. It was a mystery until the cross, Ja, es war ein Geheimnis bis zum Kreuz. but now it's no longer should be a mystery to us. Aber es sollte eigentlich jetzt für uns gar kein Geheimnis Yes, mehr we might sein. not understand exactly how it works. Ja, vielleicht verstehen wir nicht ganz genau, wie es wirklich funktioniert. Yes, we might not understand fully what it will ultimately produce. Wir verstehen vielleicht auch nicht, was es dann am Ende wirklich hervorbringen wird. But we know what the core of the mystery of the gospel is. Aber wir wissen, was dieser Ruf des Geheimnisses aus dem Evangelium ist. Christ in us, Christus in uns. the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. This we know, Das wissen wir. but it needs to be stewarded. Aber auch das muss verwaltet sein. It needs to be managed. Das muss man managen können. Because we are co-laborers. Weil wir Mitarbeiter We sind. work with the Lord. Wir arbeiten mit dem Herrn zusammen. In a very broad sense, In einem breiten Verständnis, we have become stewards wir werden Verwalter of the dream of God. des Traums, den Gott hat. Before He created, Bevor er die Schöpfung anfing, I'm going on a tangent. I have only 11 minutes. also auf meiner Uhr sind noch 11 Minuten übrig.
choices. Ich muss mich da jetzt entscheiden. I'm going back to my notes. Ich halte mich doch an meine Notizen. Number 3. Nummer 3. And this is found, it's written like this. It says, we are stewards of God. Wo steht, wir sind Verwalter We know who Gottes. our source is. Wir wissen, wer unsere Quelle We ist. know who has employed us. Wir wissen, wir kennen den, der uns angestellt hat. Now, the link between the owner and his goods. Der Link zwischen dem Besitzer und seinen Gütern, The link between the owner, his dream, and the result he is looking for. der Link zwischen dem Besitzer und seinen Träumen und dem Resultat, das daraus entstehen soll. Is this honorable position called steward. Dieser Link, das ist diese ehrenhafte Position, die wir Verwalter nennen. Another simple way to explain this, and I'm ending off. Mit dieser einfachen Art, es zu beschreiben, möchte ich If you enden. think of your body, Wenn du an deinen Körper denkst, you have a brain, hopefully. hoffentlich hast du ein Hirn, Hopefully. hoffentlich. Oh, thank you. Sorry, I missed that. The body is the steward of the brain. Der Körper ist der Verwalter des Hirns. The brain is responsible, it triggers everything. Das Hirn ist so für allerlei Triggerpunkte It zuständig. processes everything Das Hirn denkt ja ganz viel and then it makes decisions. und es fällt auch Entscheidungen, But the brain can't make coffee. aber das Hirn kann keinen Kaffee kochen. The brain cannot make coffee. Ja, das Hirn kann keinen Kaffee kochen. When there is danger, Wenn es eine Gefahr gibt, the brain cannot run. dann kann das Hirn nicht davonrennen. It lives in its own little world up there, you know. Das lebt ja da in seiner eigenen kleinen Welt da oben. It needs a steward Es braucht einen Verwalter, to manage life. der das Leben managen kann. It needs a steward Es braucht diesen Verwalter, to press the button on the coffee machine. der den Knopf drückt an der Kaffeemaschine. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. He is our head. Er ist unser Haupt. We are the channel. Wir sind der Kanal. We are the stewards Wir sind die Verwalter of his impulses. von seinen Ideen. This is an honorable place. Diese ehrenhafte Position, This is an honorable title. ein ehrenhafter Titel. I'm going to say it, and I know some of you are not going to like it. Ich sag's, obwohl ich weiß, dass es einige von euch nicht wirklich lieben werden, Some of you feel like it takes away from who God is. weil einige von euch die Idee haben, ja, das nimmt aber ein bisschen weg von dem, wer Gott eigentlich But ist. actually, it adds to his glory Aber genau betrachtet fügt das seiner Herrlichkeit noch and hinzu his nature. und auch seinem Wesen. Here it is. Das will ich jetzt sagen, God needs you. Gott braucht dich. God needs you. Gott braucht dich. This is why he gave his life for us. Deshalb gab er sein Leben für uns hin. He loves us. Er liebt uns. We are stewards, Wir sind die Verwalter. not only of God Nicht nur die Verwalter Gottes, and of his grace nicht nur die Verwalter seiner and Gnade, of the mystery of Christ within us, des Geheimnisses von Christus in uns. but we are stewards of God and who he is. Wir sind die Verwalter Gottes und davon, wer er ist. I leave you with this thought. Ich lasse euch jetzt mit Tonight. diesem Gedanken in die Nacht. I haven't gone through everything I wanted to get through tonight, so I think I will continue tomorrow. And I want to take you to an example Also ich habe nicht alles ausgeführt, was ich mir vorgenommen habe, aber ein Beispiel noch an example in the Old Testament aus dem Alten Testament, of the failure of stewardship wo Verwalterschaft versagt hat and the result, und das Resultat, das and how daraus God kam deals with it. und wie Gott damit umgeht. So we'll do that tomorrow. Das kommt dann morgen. We'll do that tomorrow. God bless you. Have a wonderful night. Sleep well, and we'll see you tomorrow. Thank you for Gott being here. segne tonight. euch, schlaft gut, schön euch morgen wieder zu sehen.